Vor fast 10 Jahren nahm mein Leben eine Wendung. Ich lebte in der Stadt, aber die Sommer waren drückend heiß. Ich wollte die Natur, das Grün. Eines Tages nahm ich mein kleines rotes Auto und fuhr los, um das Land zu erkunden. Ich fühlte mich so glücklich hinter dem Steuer. Dieser Sommer war wirklich außergewöhnlich. Die Morgen waren so schön, mit warmem Sonnenschein und strahlend blauen Himmeln, die vom Gesang der Vögel erfüllt waren. Dann plötzlich stoppte mein Auto. Was ist los? Dachte ich. Oh mein Gott, ich bin ohne Benzin. Jetzt muss ich zu Fuß gehen. Ich muss eine Stadt finden, um Benzin zu kaufen. Aber wo bin ich? Ich schaute auf die Karte. Keine Städte in der Nähe. Ich war im Herzen der Landschaft verloren. Plötzlich tauchte ein Mädchen auf. Sie ging den Weg entlang und hielt Blumen in der Hand. Sie war schön, mit ihrem langen Kleid und ihren schwarzen Haaren, die in der Sonne glänzten. Ich beschloss, aus meinem Auto auszusteigen, um mit ihr zu sprechen. »Hallo«, sagte ich hab ja mich verirrt. Wo bin ich?« Sie sah verängstigt aus, also sprach ich leise. »Ich bin ohne Benzin«, sagte ich. »Wo finde ich etwas?« Ihre blauen Augen sahen mich an und sie lächelte. »Sie ist ein sehr hübsches Mädchen«, dachte ich. »Ich weiß nicht«, sagte sie. »Komm mit mir ins Dorf. Vielleicht können wir dir helfen.« Ich ging mit ihr, glücklich, und wir gingen lange. Es gibt kein Dorf auf der Karte, dachte ich. Vielleicht ist es ein sehr kleines Dorf. Es gab ein Dorf, und es war alt und schön. Die Häuser waren schwarz und weiß und sehr klein. Es gab viele Tiere. Das Mädchen hielt vor einem Haus an und lächelte mich an. »Bitte komm rein«, sagte sie. Ich trat ein. Das Haus war sehr sauber, aber auch seltsam. Es gab ein Feuer und Essen darüber. Ich hatte Hunger zu der Zeit. Das ist seltsam, dachte ich. Sie kochen ihr Essen über einem Holzfeuer. Vielleicht sind sie in einer schwierigen finanziellen Lage. Ich traf ihre Eltern und mochte sie. Sie waren nett, aber ihre Kleidung war seltsam. »Setz dich«, sagte der Vater. »Bist du nach deinem Spaziergang durstig?« Er bot mir ein Getränk an und ich sagte, danke. Aber das Getränk war auch seltsam, dunkelbraun und sehr stark. Ich verstand es nicht, aber ich war froh, dort zu sein. Ich fragte nach Benzin, aber der alte Mann schien es nicht zu verstehen. »Benzin?« fragte er. »Was ist das?« »Das ist seltsam«, dachte ich. Dann wechselte ich das Thema. »Reist ihr nur zu Fuß?« Der alte Mann lächelte. »Oh nein, wir bevorzugen Pferde«, antwortete er. »Pferde«, dachte ich, »aber die sind viel langsamer als Autos. Warum nicht?« Ich äußerte dies jedoch nicht gegenüber dem alten Mann. Trotzdem fühlte ich mich dort gut. Ich blieb den ganzen Tag und teilte abends das Abendessen mit ihnen. Später gingen Mary und ich in den Garten. Ihr Vorname war Mary. »Es ist schön hier«, sagte sie. »Wir freuen uns immer, Besuch zu haben. Wir sehen hier nicht viele Leute.« Wir plauderten fröhlich. Sie war wirklich schön. Aber nach einer Weile wurde ihr Ton sanft und ihr Gesicht verdunkelte sich. »Warum bist du traurig?«, fragte ich sie. »Ich kann es dir nicht sagen«, antwortete sie. »Du bist nur ein Gast hier. Wir müssen uns heute Abend verabschieden.«
Du musst jetzt gehen. Ich verstand es nicht. Ich liebte sie, ich spürte es, ich wollte bleiben, um ihr zu helfen. Warum musste ich gehen? Aber Mary wiederholte traurig, du musst gehen. Es ist gefährlich hier. Also versprach ich, ich gehe in die nächste Stadt, um Benzin zu holen. Dann komme ich zurück. Sie schwieg. Ich liebe dich, Mary, sagte ich ihr. Und ich werde zurückkommen. Nichts wird mich aufhalten. Sie verabschiedete sich von mir an der Tür. Ihr Gesicht zeigte tiefe Traurigkeit, und ich war genauso traurig. Ich wollte wirklich nicht gehen. Es war Mitternacht. Die Nacht war sehr dunkel, aber ich ging weiter, bis ich die Lichter einer Stadt sah. Ich konnte endlich Benzin finden, aber als ich den Tankstellenleiter nach dem Namen des Dorfes fragte, sah er mich seltsam an. »Welches Dorf?« fragte er. Ich erzählte ihm von dem Dorf, den alten Häusern und den Menschen in seltsamer Kleidung. Wieder sah er mich neugierig an. Nach einem Moment des Nachdenkens sagte er, »Früher gab es dort ein Dorf, aber es existiert nicht mehr. Es gibt seltsame Gerüchte darüber.« »Was für Gerüchte?« fragte ich. Er zögerte mir zu antworten, aber schließlich sagte er, es gab ein großes Feuer im Dorf. Alle sind tot. Es gibt dort keine Menschen oder Häuser mehr. Wie konnte das passieren? Und warum? Fragte ich. Jean-Luc Dubois hat sie getötet, sagte er. Er war wütend auf die Dorfbewohner, weil sie dem König im Krieg geholfen hatten. Ich konnte nichts sagen. Das ist nicht fair, dachte ich. Dieser Krieg fand vor 350 Jahren statt. Dann erinnerte ich mich an die seltsamen Kleider, das lange Haar, das Essen, das Feuer und die alten Häuser. Und ich erinnerte mich auch an die Pferde. »Aber ich verstehe es nicht«, rief ich. »Ich habe die Menschen gesehen und das Dorf. Ich habe dort mit den Leuten gesprochen.« Der Mann sah mich schnell an, bevor er mir diese unglaubliche Geschichte erzählte. Es gibt eine Legende über dieses Dorf. Alle 10 Jahre erscheint es für einen einzigen Tag. Dann verschwindet es wieder für 10 Jahre. An diesem Tag kannst du es finden. Aber du musst vor dem Morgen gehen, sonst wirst du nie mehr gehen. »Ist das möglich?« fragte ich mich. Vielleicht war es Mary und sie sagte, »Du musst gehen.« Sie liebte mich, aber sie bestand darauf. »Wir müssen uns heute Abend verabschieden.« Sie hatte Angst um mich. Jetzt verstehe ich, dachte ich. Ich kehrte ins Dorf zurück, aber es war nicht mehr da. Ich suchte immer wieder, aber ich konnte es nicht finden. Alles, was ich fand, waren Blumen, Bäume, das Singen der Vögel und das Wispern des Windes. Ich war sehr traurig. Ich setzte mich auf den Boden und weinte. Dieser Tag wird mir nie in Vergessenheit geraten. Mary bleibt in meinem Herzen und ich werde sie immer lieben. Alles, was ich tun muss, ist 2 Monate zu warten. Das Dorf wird zurückkehren. Wenn der Tag kommt, werde ich dorthin zurückkehren. Ich werde Mary finden, meine Liebe mit langen schwarzen Haaren. Und diesmal werde ich nicht bis zum Morgen gehen, ich werde bei ihr bleiben.